Lektion 1: Probleme angehen. Das erscheint vernünftig. Wie sieht es mit den Zahlungsbedingungen für unseren Vertrag aus? Wir schlagen einen monatlichen Zahlungsplan vor. Es ist für beide Seiten einfacher. Das klingt fair. Monatliche Zahlungen können bei der Budgetierung hilfreich sein. Genau. Es ermöglicht uns, unsere Finanzen organisiert zu halten. Ich weiß es zu schätzen, dass wir uns in dieser Vereinbarung beide einig sind. Ja. Eine klare Kommunikation ist der Schlüssel zu einer erfolgreichen Partnerschaft. Stellen wir sicher, dass wir alles schriftlich dokumentieren. Absolut. Es ist wichtig, eine Aufzeichnung unserer Vereinbarung zu haben. Ich werde die Bedingungen entwerfen und sie zur Überprüfung einsenden. Lektion 2: Präferenzen beim Lebensmitteleinkauf. Bevorzugen Sie beim Einkauf Bio- oder normale Produkte? Normalerweise kaufe ich normale Produkte, bin aber auch offen für Bio-Varianten. Das ist ein guter Ansatz. Bio kann oft gesünder sein. Ja. Ich habe gehört, dass Bio-Obst und Gemüse weniger Pestizide enthalten. Genau. Bei Lebensmitteln, die wir häufig essen, lohnt es sich, darüber nachzudenken. Ich stimme zu. Lassen Sie uns die Vorteile untersuchen und sehen, ob sich der Preisunterschied lohnt. Tolle Idee. Ich möchte sicherstellen, dass ich die besten Entscheidungen für meine Gesundheit treffe. Ich auch. Planen wir einen Einkaufsbummel, um beide Optionen auszuprobieren. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was wir gemeinsam entdecken. Lektion 3: Projekte organisieren. Ja, das habe ich. Ich begann damit, die Dinge in verschiedene Kategorien zu sortieren. Das klingt nach einer cleveren Art, mit dem Organisieren zu beginnen. Es hilft wirklich, alles übersichtlich zu sehen. Genau. Sobald Sie die Kategorisierung vorgenommen haben, ist es einfacher zu entscheiden, was Sie behalten oder wegwerfen möchten. Ja. Ich habe die Kästchen auch beschriftet, um es noch einfacher zu machen. Das ist eine tolle Idee. Etiketten sparen so viel Zeit beim Suchen. Sicher. Ich fühle mich produktiver, wenn alles organisiert ist. Ich stimme voll und ganz zu. Ein aufgeräumter Raum kann zu einem aufgeräumten Geist führen. Lasst uns irgendwann einmal gemeinsam eine ähnliche Organisationssitzung durchführen. Lektion 4: Gadget Shopping. Kaufen Sie gerne Gadgets? Ja, ich liebe es, im Laden neue Elektronikgeräte zu entdecken. Das ist großartig. Es kommen immer so viele innovative Produkte auf den Markt. Genau. Es ist spannend zu sehen, was neue Technologie leisten kann. Ich lese gerne Rezensionen, um zu sehen, was einen Kauf wert ist. Ich auch. Bewertungen helfen mir, fundierte Entscheidungen zu treffen. Was ist das neueste Gadget, das Sie im Auge behalten haben? Ich schaue mir Smart Home Geräte an, sie scheinen wirklich praktisch zu sein. Die sind cool. Sie können alltägliche Aufgaben erheblich erleichtern. Lektion 5: Vorteile von Yoga. Yoga ist definitiv wohltuend für Körper und Geist. Hast du es schon einmal probiert? Ja, ich praktiziere ein paar Mal pro Woche Yoga, um konzentriert zu bleiben. Das ist großartig. Ich wollte selbst eine Routine beginnen.
Es ist eine großartige Möglichkeit, Stress abzubauen und die Flexibilität zu verbessern. Ich habe gehört, dass es auch bei Achtsamkeit und Konzentration hilft. Absolut. Es lehrt dich, im Moment präsent zu sein. Ich kann es kaum erwarten, es auszuprobieren. Welchen Stil praktizieren Sie? Normalerweise mache ich Hatha Yoga, da es perfekt für Anfänger ist. Lektion 6, Hotelsuche. Noch nicht. Ich habe online gesucht, aber ich kann anscheinend nicht das perfekte Hotel finden. Das kann frustrierend sein. Was suchen Sie in einem Hotel? Ich möchte etwas Komfortables mit guten Annehmlichkeiten und einer günstigen Lage. Das sind definitiv wichtige Faktoren, die Sie bei der Buchung berücksichtigen sollten. Ja. Ich bevorzuge auch Orte mit positiven Bewertungen von früheren Gästen. Das ist klug. Bewertungen können Aufschluss über die Qualität des Hotels geben. Genau. Ich möchte sicherstellen, dass ich während meiner Reise einen angenehmen Aufenthalt habe. Lassen Sie uns gemeinsam weitersuchen, vielleicht finden wir ein tolles Angebot. Das klingt nach einem Plan. Ich schätze Ihre Hilfe bei dieser Suche. Lektion 7, Dinge schnell finden. Das ist eine tolle Funktion. Es wird auf jeden Fall das schnelle Auffinden von Dingen erleichtern. Ich stimme zu. Alles organisiert zu haben, erspart viel Zeit und Frust. Ja. Mir gefällt, dass manche Apps über eine Suchfunktion verfügen, mit der man Artikel sofort finden kann. Diese Funktionen sind wirklich hilfreich. Es ist schön, dass uns Technologie bei unseren täglichen Aufgaben unterstützt. Genau. Dadurch können wir uns auf wichtigere Dinge konzentrieren, anstatt nach verlorenen Gegenständen zu suchen. Und es ist eine große Erleichterung, wenn Sie problemlos finden können, was Sie brauchen. Absolut. Ich wünschte, mehr Tools hätten ähnliche Funktionen. Sicher. Es würde das Leben viel reibungsloser und effizienter machen. Halten wir Ausschau nach weiteren nützlichen Funktionen, die unser Leben vereinfachen können. Lektion 8, Auftragsmengen verhandeln. Was die Bestellmenge betrifft, denke ich, dass wir das auch neu verhandeln können. Sicher. Es ist wichtig, eine Balance zu finden, die für beide Seiten funktioniert. Ja. Eine Anpassung der Menge könnte uns helfen, unsere Budgetanforderungen zu erfüllen. Absolut. Außerdem könnte es Möglichkeiten für bessere Preise eröffnen. Ich stimme zu. Lassen Sie uns einen Vorschlag entwerfen, der unsere neuen Bedingungen klar darlegt. Gute Idee. Eine klare Kommunikation hilft, Verwirrung zu vermeiden. Ich werde auch die Vorteile dieser neuen Regelung hervorheben. Perfekt. Auf diese Weise können wir unseren Vorschlag überzeugend vertreten. Lassen Sie uns bald ein Treffen vereinbaren, um dies mit dem Lieferanten zu besprechen. Lektion 9, WLAN-Bedenken. Während der Veranstaltung kann es zu Unterbrechungen bei der WLAN-Verbindung kommen. Das ist besorgniserregend. Das ist verständlich. Gibt es einen Backup-Plan für den Fall, dass es ausfällt? Ja, ich denke, wir sollten einen mobilen Hotspot als Backup zur Verfügung haben. Das klingt nach einer klugen Idee. Dadurch wird sichergestellt, dass wir in Verbindung bleiben. Genau. Es ist besser, vorbereitet zu sein, als sich technischen Schwierigkeiten zu stellen. Ja.
Ich habe erlebt, dass Veranstaltungen mit WLAN-Problemen zu kämpfen hatten und es chaotisch sein konnte. Das möchte ich unbedingt vermeiden. Stellen wir sicher, dass wir alles im Voraus eingerichtet haben. Guter Gedanke. Ich überprüfe die benötigten Geräte und deren Akkustand. Großartig. Gemeinsam können wir für eine reibungslose und erfolgreiche Veranstaltung sorgen. Lektion 10: Theaterpläne. Perfekt. Sollen wir uns um 10 Uhr am Theatereingang treffen? Sicher. Das funktioniert bei mir. Sollen wir unsere Tickets vorab online besorgen? Ja. Wenn wir sie online stellen, sparen wir Zeit und helfen, lange Warteschlangen zu vermeiden. Das ist ein toller Plan. Ich verbringe lieber mehr Zeit damit, die Show zu genießen, als zu warten. Genau. Außerdem garantiert es uns, dass wir gute Plätze bekommen. Ja. Ich bin gespannt auf die Aufführung, ich habe großartige Dinge darüber gehört. Ich auch. Es wird ein unvergessliches Erlebnis. Ich kann es kaum erwarten. Stellen wir sicher, dass wir vor Beginn der Show ein paar Snacks mitnehmen. Gute Idee. Ein kleiner Leckerbissen macht das Erlebnis noch schöner. Lektion 11: Historischer Kontext. Lincoln war Präsident während der größten Tortur, die die Vereinigten Staaten je erlebt haben, dem Bürgerkrieg. Ja, es war eine turbulente Zeit in der Geschichte, die die Nation geprägt hat. Absolut. Seine Führung während einer solchen Krise war bemerkenswert. Ich stimme zu. Er musste unglaublich schwierige Entscheidungen treffen, die sich auf unzählige Leben auswirkten. Ja, und sein Engagement für Einheit und Freiheit wird noch heute gefeiert. In der Tat. Es ist faszinierend zu studieren, wie seine Taten den Lauf der Geschichte veränderten. Ich liebe es, über entscheidende Momente zu lernen und die Lehren zu ziehen, die wir daraus ziehen können. Ich auch. Die Geschichte kann uns so viel über Widerstandsfähigkeit und Mut lehren. Planen wir bald einen Besuch in einem Museum, das sich mit dieser Epoche beschäftigt. Lektion 12: Konstruktives Feedback. Gibt es etwas Spezielles, das Sie besprechen möchten, bevor wir beginnen? Nun, ich denke, Sie könnten die Präsentation verbessern, indem Sie mehr visuelle Elemente hinzufügen. Das ist ein toller Vorschlag. Visuals können die Informationen ansprechender machen. Genau. Sie helfen dabei, Ihre Standpunkte zu veranschaulichen und die Aufmerksamkeit des Publikums aufrechtzuerhalten. Ich freue mich über Ihr Feedback. Ich werde daran arbeiten, weitere Bilder und Diagramme einzubinden. Perfekt. Es wird die Gesamtwirkung Ihrer Präsentation wirklich verbessern. Dankeschön. Ich möchte sicherstellen, dass meine Botschaft klar und einprägsam ist. Gern geschehen. Ich bin hier, um zu helfen, und ich weiß, dass Sie es großartig machen werden. Lassen Sie es uns vor dem großen Tag gemeinsam noch einmal durchgehen, um sicherzustellen, dass alles auf dem neuesten Stand ist. Lektion 13: Sich ausruhen. Guten Morgen. Ich denke, du solltest heute Abend besser früh aufstehen und dich gut ausruhen. Das ist eine gute Idee. Morgen steht mir ein arbeitsreicher Tag bevor. Ja, Ruhe ist entscheidend, um energiegeladen und konzentriert zu bleiben. Absolut. Ich möchte für die geplanten Aktivitäten mein Bestes geben. Schlaf ist sowohl für unser geistiges als auch für unser körperliches Wohlbefinden von entscheidender Bedeutung. Ich stimme voll und ganz zu.
Es ist leicht zu übersehen, aber es macht einen großen Unterschied. Lassen Sie uns beide festlegen, dass wir heute Nacht ausreichend Schlaf bekommen. Ja. Ein ausgeruhter Geist ist produktiv. Auf eine gute Nachtruhe und einen erfolgreichen Tag morgen. Lektion 14, Sonderangebote. Haben Sie Sonderangebote oder Rabatte für diesen Service? Absolut. Ich schaue, ob für Sie Sonderangebote verfügbar sind. Das wäre fantastisch. Etwas Geld zu sparen ist immer ein Bonus. Ja. Ich glaube, es gibt einige saisonale Rabatte, die wir möglicherweise nutzen können. Großartig. Es lohnt sich immer, nach Einsparpotenzialen zu fragen. Definitiv. Ich schaue mir die Website an und schaue, was ich für Sie finden kann. Dankeschön. Ich weiß es zu schätzen, dass Sie sich das für mich angesehen haben. Kein Problem. Ich möchte sicherstellen, dass Sie das bestmögliche Angebot erhalten. Ich bin gespannt, was Sie erfahren. Lektion 15, Wochenendpläne. Ich bin mir noch nicht sicher, habt ihr Ideen für unsere Wochenendpläne? Nun, ich dachte, wir könnten eine Wanderung machen, das Wetter soll schön sein. Das klingt nach einer tollen Idee. Ich liebe es, Zeit draußen zu verbringen. Ich auch. Es ist eine perfekte Möglichkeit, sich zu entspannen und sich mit der Natur zu verbinden. Genau. Haben Sie eine bestimmte Route im Sinn? Ja. Es gibt einen wunderschönen Weg mit atemberaubenden Ausblicken, den ich gerne erkunden würde. Das klingt erstaunlich. Ich freue mich darauf, die Landschaft zu sehen und die frische Luft zu genießen. Lasst uns ein paar Snacks einpacken und einen Tag daraus machen. Toller Plan. Ich kann unser Wanderabenteuer kaum erwarten. Lektion 16, Sommerpläne. Ich werde 2 Wochen dort bleiben und Ihre Mutter wird mich nach Hause fahren. Das hört sich herrlich an. Es muss ein tolles Gefühl sein, so unterstützende Freunde zu haben. Ja, ich freue mich wirklich darauf, dort Zeit zu verbringen. 2 Wochen sind eine schöne Zeit zum Entspannen und Entdecken. Absolut. Ich habe vor, einige lokale Sehenswürdigkeiten zu besuchen und den Strand zu genießen. Das klingt perfekt. Ich hoffe, Sie haben eine tolle Zeit. Danke. Ich werde sicherstellen, dass ich viele Bilder mache, um sie mit Ihnen zu teilen. Das würde mir gefallen. Ich kann es kaum erwarten, alles über deine Abenteuer zu hören. Ich verspreche, Sie bei meiner Rückkehr über alle Einzelheiten zu informieren. Lektion 17, Kleidung anpassen. Es ist wichtig, vor dem Kauf sicherzustellen, dass alles gut passt. Absolut. Ich wollte Retouren vermeiden, insbesondere beim Online-Einkauf. Ja, das erste Ausprobieren kann später viel Ärger ersparen. Ich stimme voll und ganz zu. Es ist so frustrierend, wenn man erst nach der Lieferung herausfindet, dass etwas nicht passt. Genau. Ich schaue mir immer die Größentabellen an und lese auch die Bewertungen. Das ist eine kluge Strategie. Es kann Ihnen Einblicke in die Funktionsweise von Elementen geben. Ja, und vergessen Sie nicht, den Stoff zu berücksichtigen, manche Materialien passen anders. Guter Punkt. Ich bevorzuge dehnbare Stoffe, weil sie tendenziell nachgiebiger sind. Ebenfalls. Achten wir darauf, dass wir uns beim Einkaufen Zeit nehmen.
Lektion 18, Schüchternheit überwinden. Ich habe auch Angst vor überfüllten Orten, sie können überwältigend sein. Ich verstehe vollkommen. Ich versuche, außerhalb der Hauptverkehrszeiten zu reisen, um dem Ansturm zu entgehen. Das ist eine tolle Idee. Es ist viel entspannter, wenn es nicht so voll ist. Ja. Es fällt mir leichter, meine Umgebung zu genießen, wenn weniger Menschen da sind. Genau. Tiefes Atmen hilft auch, wenn ich anfange, mich ängstlich zu fühlen. Ich stimme zu. Wenn ich mich auf meine Atmung konzentriere, beruhige ich in solchen Situationen meine Nerven. Es geht darum, Techniken zu finden, die für uns funktionieren. Ja. Lassen Sie uns versprechen, uns gegenseitig zu unterstützen, wenn wir mit überfüllten Situationen konfrontiert sind. Definitiv. Mit ein wenig Ermutigung können wir gemeinsam alles anpacken. Lektion 19, Flughafensicherheit. Müssen wir vor dem Einsteigen noch einmal durch die Sicherheitskontrolle gehen? Ja, lass uns durch die Sicherheitskontrolle gehen und danach unser Tor finden. Ich habe immer ein bisschen Angst vor Sicherheitskontrollen. Ich auch. Aus Sicherheitsgründen ist es jedoch gut, gründlich vorzugehen. Genau. Ich möchte nur sicherstellen, dass ich alles bereit habe. Ebenfalls. Sorgen wir dafür, dass unsere Bordkarten und Ausweise leicht zugänglich sind. Gute Idee. Dadurch wird der Prozess schneller und weniger stressig. Und danach können wir uns einen Snack gönnen, um unsere Energie aufrechtzuerhalten. Klingt perfekt. Mir geht es immer besser, nachdem ich etwas gegessen habe. Lektion 20, Brainstorming-Ideen. Haben Sie Vorschläge, wo wir mit unserem Projekt beginnen können? Sie könnten versuchen, Ideen zu sammeln, um Ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen. Das ist ein toller Vorschlag. Ich liebe Mindmapping beim Brainstorming. Ja. Es hilft, Verbindungen zwischen verschiedenen Ideen zu visualisieren. Genau. Außerdem fällt es uns später leichter, unsere Gedanken zu ordnen. Lassen Sie uns diese Woche etwas Zeit darauf verwenden und sehen, was dabei herauskommt. Ich bin begeistert. Zusammenarbeit führt immer zu innovativeren Ideen. Absolut. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was wir gemeinsam schaffen. Lassen Sie uns einen Termin vereinbaren und eine unterhaltsame Brainstorming-Sitzung daraus machen. Lektion 21, Sitzplätze auswählen. Hallo Anna, hast du bestimmte Sitzplätze für die Veranstaltung ausgewählt? Hallo John, ja. Für eine bessere Sicht wählte ich Sitzplätze in der Nähe des Fensters. Das hört sich großartig an. Ich bevorzuge es, nah am Geschehen zu sein. Ich verstehe. Ganz vorne zu sein kann ganz schön aufregend sein. Genau. Haben Sie andere Standorte in Betracht gezogen? Ich habe über den Mittelteil nachgedacht, aber ich liebe das natürliche Licht durch das Fenster. Das macht Sinn. Natürliches Licht kann eine angenehme Atmosphäre schaffen. Absolut. Außerdem verleiht es unserem Erlebnis eine nette Note. Ich kann es kaum erwarten, alles von unseren Plätzen aus zu sehen. Lektion 22, erstaunliche Aussichten. Ein Erlebnis, das mir besonders aufgefallen ist, war der Aufstieg auf die Spitze der Sonnenpyramide. Das klingt unglaublich. Ich kann mir die Aussicht von dort oben nur vorstellen. Es war atemberaubend. Ich genoss den Panoramablick auf die Umgebung.
Wow! Das muss ein unvergesslicher Moment gewesen sein. Das war es wirklich. Als ich oben stand, fühlte ich mich mit der Geschichte verbunden. Ich würde diesen Ort gerne eines Tages besuchen und ihn selbst erleben. Du solltest. Die Energie der Website müssen Sie aus erster Hand spüren. Ich werde es definitiv zu meiner Reiseliste hinzufügen. Lassen Sie uns gemeinsam eine Reise planen und diese historischen Wunder erkunden. Lektion 23: Lustige Erinnerungen. Wir haben auch gelacht. Es war so ein lustiger Moment auf unserem Weg zur Schule. Wirklich? Was ist passiert? John sagte, er wünschte, er hätte eine Kamera, um diesen Moment festzuhalten. Das ist urkomisch. Diese spontanen Momente sind immer die schönsten Erinnerungen. Ja. Es sind die kleinen Dinge, die oft das größte Lächeln hervorrufen. Ich stimme zu. Wir sollten immer die Augen offen halten für lustige Erlebnisse. Definitiv. Und vergessen Sie beim nächsten Mal nicht, Ihre Kamera bereitzuhalten. Dafür werde ich sorgen. Ich liebe es, unsere Abenteuer zu dokumentieren. Planen wir weitere Ausflüge, bei denen wir noch mehr schöne Erinnerungen schaffen können. Lektion 24: Reisewünsche. Ich möchte Kyoto besuchen und ihre traditionelle Kultur erleben. Das klingt erstaunlich. Kyoto ist für seine wunderschönen Tempel und Gärten bekannt. Ja. Ich habe so viel über Kirschblüten und historische Stätten gehört. Es ist eine Stadt reich an Geschichte und Kultur, du wirst es lieben. Ich kann es kaum erwarten, in alles einzutauchen, was Kyoto zu bieten hat. Sie sollten auf jeden Fall die traditionellen Teezeremonien ausprobieren, während Sie dort sind. Das steht auf meiner Liste. Ich möchte die Kultur hautnah erleben. Und vergessen Sie nicht, die lokale Küche zu erkunden, es ist köstlich. Absolut. Ich bin gespannt auf all die kulinarischen Abenteuer, die ich erleben werde. Lektion 25: Geld sparen. Hey, wie spart man effektiv Geld? Ich mache das Gleiche, es ist wichtig, meine Ausgaben sorgfältig zu verwalten. Genau. Ich versuche, ein Budget festzulegen und mich jeden Monat daran zu halten. Das ist ein kluger Ansatz. Es hilft mir, meine Ausgaben zu priorisieren. Ja. Ich suche auch nach Rabatten und Angeboten, wann immer ich kann. Ich auch. Gutscheine und Sonderangebote können wirklich dazu beitragen, das Budget zu schonen. Lassen Sie uns Tipps zum Geldsparen geben und sehen, was für jeden von uns funktioniert. Tolle Idee. Wir können aus den Erfahrungen des anderen lernen. Gemeinsam können wir unsere Ersparnisse wachsen lassen. Lektion 26: Die Schönheit der Natur. Der Wasserfall im Park ist sehr schön, es gibt 2 verschiedene Wasserfälle. Wow! Ich habe gehört, dass es ein atemberaubender Anblick ist, ihn persönlich zu sehen. Ja. Das Geräusch des fallenden Wassers ist so beruhigend und friedlich. Ich kann es mir nur vorstellen. Die Natur erfrischt unseren Geist. Genau. Es ist ein großartiger Ort zum Entspannen und Genießen der Natur. Planen wir bald einen Besuch, um gemeinsam seine Schönheit zu erleben. Das würde mir gefallen. Es wird eine wunderbare Flucht aus unserem geschäftigen Leben sein. Ja. Ein Tag in der Natur ist immer eine gute Idee.
Packen wir ein Picknick ein und machen einen Tag daraus. Lektion 27, Frauen im Sport. Der Kampf um die Gleichberechtigung von Frauen im Sport war ein langer Weg. Ja, das ist es wirklich. Frauen haben hart für ihr Recht gekämpft, auf allen Ebenen wettbewerbsfähig zu sein. Absolut. Es ist inspirierend zu sehen, wie viele Sportler heute Grenzen überwinden. In der Tat. Veranstaltungen wie die Olympischen Spiele zeigen die unglaublichen Talente weiblicher Sportler. Ja, und es trägt dazu bei, das Bewusstsein für die Bedeutung der Chancengleichheit im Sport zu schärfen. Ich stimme zu. Je sichtbarer sie werden, desto mehr fühlen sich junge Mädchen ermutigt, Sport zu treiben. Genau. Vorbilder im Sport können die nächste Generation inspirieren. Es ist wichtig, ihre Erfolge zu feiern und sich weiterhin für Gleichberechtigung einzusetzen. Ja. Gemeinsam können wir die Inklusion im Sport für alle fördern. Lektion 28, Grundlegendes zum Packen. Denken Sie daran, dass Flüssigkeiten über 100 Milliliter nicht in Ihr Handgepäck passen. Guter Punkt. Ich werde darauf achten, entsprechend zu packen und meine Flaschen zu überprüfen. Ja, und vergessen Sie nicht, Ihre wichtigsten Gegenstände aus Sicherheitsgründen in einer separaten Tasche zu verstauen. Das ist eine kluge Idee. Dadurch wird der Ablauf am Flughafen reibungsloser. Genau. Ich bereite mich immer im Voraus vor, um Last-Minute-Stress zu vermeiden. Ich auch. Es ist besser, organisiert zu sein, besonders auf Reisen. Ich helfe Ihnen, alles zu überprüfen, bevor wir zum Flughafen aufbrechen. Danke. Ich schätze Ihre Hilfe, es macht das Packen so viel einfacher. Stellen wir sicher, dass wir alle wichtigen Reiseutensilien bereit haben. Lektion 29, Winteraktivitäten. Während der Wintermonate sollten wir einige unterhaltsame Aktivitäten in Betracht ziehen. Das ist eine tolle Idee. Haben Sie Präferenzen für das, was wir tun könnten? Ich dachte darüber nach, Eislaufen zu gehen oder vielleicht sogar Schneeschuhwandern. Beides klingt wie ein Knaller. Eislaufen macht immer so viel Spaß. Ja. Und beim Schneeschuhwandern können wir die wunderschöne Winterlandschaft erkunden. Ich liebe es, im Winter draußen zu sein, es ist so erfrischend. Ich auch. Schauen wir uns das Wetter an und wählen ein Wochenende für unser Abenteuer aus. Klingt perfekt. Ich freue mich auf die Wintersaison. Lassen Sie uns Ihren Ausflug mit einer anschließenden heißen Schokolade zu einem unvergesslichen Erlebnis machen. Lektion 30, Robbie Burns feiern. Robbie Burns, der berühmte schottische Dichter, widmet einen Tag der Würdigung seiner Beiträge. Ja. Die Menschen feiern diesen Tag auf Partys, bei denen sie ein berühmtes schottisches Essen essen. Haggis, richtig? Es wird traditionell während der Feierlichkeiten serviert. Genau. Viele Menschen rezitieren gerne seine Gedichte beim gemeinsamen Essen. Es ist faszinierend, wie seine Arbeit die Kultur so nachhaltig beeinflusst hat. Absolut. Es ist eine wunderbare Möglichkeit, sein Andenken und sein schottisches Erbe zu ehren. Ich würde gerne eines Tages an einem Burns Night Dinner teilnehmen. Ich auch. Es wäre eine tolle Erfahrung voller Kultur und Tradition. Halten wir Ausschau nach lokalen Veranstaltungen, die diesen besonderen Tag feiern. Lektion 31, neue Orte erkunden.
Ja, ich habe schon ein paar neue Orte erkundet. Das ist spannend. Es ist immer aufregend, etwas Unbekanntes zu entdecken. Ich liebe das Abenteuergefühl, das mit dem Besuch neuer Orte einhergeht. Ich auch. Jeder Ort hat seinen eigenen Charme und seine eigenen Geschichten. Genau. Ich finde es erfrischend, verschiedene Kulturen und Bräuche kennenzulernen. Ja. Reisen öffnet unseren Geist und erweitert unsere Perspektiven. Ich kann es kaum erwarten, unser nächstes gemeinsames Abenteuer zu erleben. Es wird großartig. Absolut. Lassen Sie uns eine Liste der Orte erstellen, die wir als nächstes besuchen möchten. Klingt nach einem Plan. In guter Gesellschaft ist es immer besser, neue Orte zu erkunden. Lektion 32: Familientreffen. Menschen versammeln sich mit ihren Familien, um diesen Tag zu feiern, der jedes Jahr am 25. Dezember stattfindet. Ja. Weihnachten ist für Familien eine ganz besondere Zeit, um zusammenzukommen. Es ist eine wunderschöne Tradition voller Liebe, Freude und festlicher Stimmung. Absolut. Es geht darum, Mahlzeiten zu teilen und Erinnerungen zu schaffen. Ich liebe es, wie Familien in dieser Zeit ihre eigenen, einzigartigen Traditionen schaffen. Ja. Diese Traditionen machen die Feiertage noch bedeutungsvoller. Ich freue mich darauf, alle zu sehen und die Feiertagsfeierlichkeiten zu genießen. Ich auch. Stellen wir sicher, dass wir während der Feierlichkeiten viele Fotos machen. Definitiv. Es ist wichtig, sich an diese freudigen gemeinsamen Momente zu erinnern. Lektion 33: Kunstausstellungen. Das ist eine tolle Idee. Ich habe gehört, dass es eine Ausstellung mit aufstrebenden Künstlern gibt. Ja. Es ist eine wunderbare Gelegenheit, neue Talente in der Kunstwelt zu entdecken. Ich liebe es, wie Ausstellungen unterschiedliche Stile und Perspektiven zeigen können. Absolut. Es ist spannend zu sehen, welche frischen Ideen diese Künstler einbringen. Lasst uns gemeinsam einen Ausstellungsbesuch planen und diese Künstler unterstützen. Das würde mir gefallen. Es wird inspirierend sein, in die Kreativität einzutauchen. Ja. Außerdem können wir anschließend unsere Lieblingsstücke besprechen. Das klingt perfekt. Es macht mir immer Spaß, mit jemandem Gedanken über Kunst auszutauschen. Schauen wir uns die Ausstellungstermine an und planen Sie bald unseren Besuch. Lektion 34: Zusammenarbeiten. Das ist in Ordnung. Machen wir das Beste daraus und passen wir uns der Situation an. Vereinbart. Manchmal können unerwartete Veränderungen zu neuen Möglichkeiten führen. Absolut. Macht es Ihnen etwas aus, wenn ich den Schreibtisch benutze, während wir die Dinge klären? Gar nicht. Es würde uns helfen, in dieser Zeit organisiert zu bleiben. Großartig. Ich stelle meine Materialien hier zusammen und wir können loslegen. Perfekt. Lassen Sie uns zusammenarbeiten und dieses Projekt zum Erfolg führen. Ja. Durch die Zusammenarbeit entstehen oft die besten Ideen. Ich stimme voll und ganz zu. Ich freue mich darauf zu sehen, was wir schaffen. Lasst uns eintauchen und das Beste aus unserer gemeinsamen Zeit machen.